geil, Hagebutten. Da nehme ich mir welche mit. Noch mehr Hagebutten. Naja, an die da oben kommen nicht ran, aber da unten. So, das sind die Hagebutten, die ich gesammelt habe. Es sind nicht viele, aber ich freue mich trotzdem drüber. Hagebutten kann man sammeln vom Spätherbst bis hinein in den Frühling. Sie sind vor allem im Winter in einem Tee sehr, sehr gut. Sie sind vitaminreich, sehr fruchtig, süßlich, säuerlich. Bevor wir sie weiterverarbeiten, müssen wir die Nüsschen hier entfernen. Als Kinder haben wir aus diesen Nüsschen Juckpulver gemacht und den anderen Kindern in den Kragen gesteckt. Und dann sind wir darüber gefreut, wenn es dann gejuckt hat und die rumgerannt sind und geflucht haben. Darum entfernen wir die Nüsschen, die haben nämlich lauter kleine Härchen drauf, die ziemlich unangenehm im Hals kratzen, wenn wir die Hagebutte einfach so essen. Was kann man alles damit anfangen? Nuss ist als Heilpflanze bekannt. Sie hilft bei Gicht, sie hilft bei Rheuma, sie wirkt leicht abführend, sie wirkt appetitanregend. Und was können wir daraus machen? Na, wir können ein Mousse daraus kochen oder eine Marmelade. Fränkische Krapfen zum Beispiel werden mit diesem Mousse gefüllt. Wenn ihr mal nach Franken kommt, kauft euch in der Bäckerei einen Krapfen. Ihr schlägt euch alle 10 Finger danach. Wir können die Dinger trocknen und einen Tee draus machen. Aus den Kernen kann man ein Öl pressen. Das kann man zur Hautpflege verwenden. Und ansonsten schmecken die sehr gut. Ich werde jetzt diese Hagebutten putzen, also die Kerne entfernen und vorbereiten zum Trocknen. Ich werde sie trocknen und einen Tee daraus machen. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns wieder. Oh, schmeckt das gut. Leicht säuerlich, sehr, sehr fruchtig. Ein Hauch von Süße. Unbeschreiblich. Wenn ihr an einem Rosenstrauch mit Hagebutten vorbeikommt, pflückt eine, macht sie auf, tut die Kernchen raus und probiert sie mal. Echt gut. Was mir gerade noch einfällt, vielleicht habe ich es nicht ausreichend betont, aber wenn ihr frische Hagebutten esst, entfernt nicht bloß die Kernchen, entfernt sämtliche Haare, die am Fruchtfleisch noch dranhängen. Im Notfall wascht sie ab. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr euch eine super fiese Entzündung in der Mundhöhle zuziehen. Das ist mir mal passiert. Ich habe dann eine ganze Woche lang geflucht. Die Härchen, die da drin hängen, die sind ziemlich hart und sehr dünn. Die brechen wie Glas. Man kann es fast vergleichen mit Glaswolle. Auf der möchte man auch nicht rumkauen. Drum entfernt die Härchen ganz sorgfältig. So, da sind's, die geputzten Hagebutten. Das war vielleicht ein Gefummel, aber es hat sich gelohnt. Die schneide ich jetzt dann nur klein und dann tue ich es auf die Heizung zum Trockner. So, das sind jetzt die Hagebutten nach einem Tag auf der Heizung. Sie sind noch nicht ganz trocken, die dickeren Stücke sind noch ein kleines bisschen feucht. Ich werde sie der Sicherheit halber noch einen Tag auf die Heizung stellen und ich freue mich schon auf die erste Tasse Tee. Man hört schon, dass sie am Trocknen sind und sie sehen sehr gut aus und ja, schmecken gut und riechen auch sehr, sehr fruchtig. Sehr fein. So, da sind jetzt die fertigen Hagebutten abgefüllt. Und hier kocht sie meine erste Tasse Hagebuttentee. Ich habe jetzt hier meinen fertigen Hagebuttentee. Den verkoste ich jetzt gerade.
Schön hagebuttig, leicht säuerlich, vollmundig im Geschmack. Und das, obwohl die Hagebutten dieses Jahr nicht besonders warm sind. Viel zu wenig Sonne, viel zu viel Regen. Sie haben nicht das Aroma, das sie sonst haben. Aber trotzdem sehr gut. Und falls es jemanden interessieren sollte, das hier ist mein Kamerastativ für zu Hause. Und das hier ist mein Kamerastativ für unterwegs. Einfacher Gewinde mit einem Stück Schnur dran. Der Stock zum Dranbinden findet sich immer.